möchte euch heute zeigen, wie man am besten Tulpen in Aquarell malt. Wenn ich ein Aquarell male, dann mache ich mir öfter einfach nur eine monochrome Skizze. Und das möchte ich jetzt euch für die Tulpen näher bringen. Bei den Tulpen ist es ganz wichtig, dass man einmal die Form berücksichtigt und Licht und Schatten richtig setzt. Ihr habt ja zuerst gesehen, ich habe richtige Tulpen hier. Das ist immer ganz wichtig, dass man eigentlich so viel wie möglich von der Natur abzeichnet. So, für dieses Tutorial verwende ich jetzt einmal, mache ich jetzt einmal 1-2 Tulpen maximal. Die Form der Tulpen ist so, dass sie oben eigentlich eher flacher sind und unten hier so einen Bauch haben. Ganz wichtig ist auch hier der Stiel. Und vom Schatten her, wenn hier das Licht kommt, dann habe ich hier Lichtpunkte, die ich auf jeden Fall freilassen werde. Hier unten ist es sicher mal dunkler. Und hier auch. Und ich kann jetzt dann diese Skizze auch mit Wasser vermalen. Hier möchte ich noch eine Tulpe machen, die man sieht, wie sie offen ist. Auch interessant, immer verdecken, nie jede immer nur aneinander rein. Versucht sie so gut wie möglich zu zeichnen. Ganz wichtig sind auch die Blätter, so hier werde ich jetzt noch eine machen. Und bei dieser Skizze, wenn ich die Skizze mache, dann entdecke ich vielleicht gleich, was ich beim Aquarell besser machen kann. Ich überlege mir, wo setze ich die hellen und die dunklen Stellen. Also hier unten wird es eher immer dunkler sein. Licht ist hier oben und hier unten ist es dunkler. Bei dieser Skizze geht es jetzt bitte nicht um eine perfekte Zeichnung, sondern lediglich, damit ich mir für mich, fürs Aquarell, die Grauwerte festlege. So, jetzt noch ein paar dieser spitzen Blätter dazwischen. Was auch immer gut kommt bei den Tulpen, sind so abgeknickte Blätter. Diese Darstellung. Und dann auch noch diese Darstellung des Blattes. Kann ich hier eine Vase noch andeuten, muss aber nicht. Und jetzt kann ich diesen Graphit, wenn er wasservermalbar ist, ein bisschen vermalen. Damit es dann schon einem Aquarell ähnelt und ich schauen kann, wo ich besonders hell oder dunkel werden muss.
hier, das sieht man schon hier unten, es ist sehr wichtig, dunkel zu sein. Ich kann das jetzt noch verstärken. Bei so einer Skizze hat man nicht so den Stress, ob ich jetzt die Farben richtig setze, sondern ich kann mich wirklich einmal nur auf die Grauwerte konzentrieren und mir überlegen, wie ich die hell und dunklen Farben dann setze. So, ich denke für die erste Skizze die Formen passen mal. Und jetzt möchte ich mit euch einmal eine Blüte malen und euch dabei ein paar Tipps und Tricks geben. Und erst dann möchte ich ein komplettes Bild malen. Für meine Erklärungen möchte ich zwei Tulpen hier vorzeichnen und euch dann die verschiedenen Möglichkeiten erklären oder Tipps und Tricks geben, wie ihr am besten vorgeht. Ich zeichne jetzt eine Form. Und hier sieht man noch ein paar kleine. Wichtig ist, dass das auch überlappend ist, ja. Hier die Blüten. Und hier der Stiel kommt auch nicht geradeaus, sondern ist so leicht rundlich. Ja, so, das ist jetzt Variante Nummer 1. Und jetzt mache ich ein bisschen eine andere, damit ihr auch andere Formen seht. Was auch manchmal ist, dass sie hier so einen Bauch haben. Es gibt natürlich verschiedene Sorten von Tulpen. Aber hier sind sie eher gerade, natürlich nicht ganz gerade. So, und aller guten Dinge sind 3. Und das wichtig ist, dass ihr immer schaut, dass ihr von der Natur abzeichnet. Ich habe es eingangs erwähnt. Man kann das viel, viel besser abzeichnen als von einem Foto. Wenn man natürlich nichts anderes hat, geht ein Foto auch. Aber die Natur gibt einfach mehr her und man kann es besser abzeichnen. Und dann die Blätter mache ich danach. So, jetzt beginne ich. Meine Tulpen haben so einen lila Ton. Für dieses Bild verwende ich Magenta, Ultramarin, Quinacridon Goldton und etwas Sienna gebrannt. Mit diesen Farben mische ich mir das Grün. Mit dieser Farbe reduziere ich das Grün und das ist das Rot für die Blüten. Beziehungsweise auch mit dem Orangeton mache ich die Blüten.
So, was müsst ihr jetzt grundsätzlich beachten? Hier habe ich jetzt einmal das Magenta. Wichtig ist, dass ihr euch die Farbe so anrührt mit Wasser und Farbe, ein Gemisch erzeugt. Ganz schlecht ist es immer wieder nur dann Wasser dazu zu geben und den Pinsel ins Wasser zu tauchen zwischendurch, das ist auch ganz schlecht. Jetzt gebe ich hier ein bisschen ein Blau dazu. Das ist schon eine gute Mischung. Und ich beginne jetzt schon mit der dunklen Farbe. Also ich mische mir jetzt das so, wie die dunkelste Stelle sein sollte. Es ist nämlich schon wichtig, dass man gleich die geballte Farbe am Papier hat. Wir haben gesagt, hier unten soll es dunkel sein. Also beginne ich jetzt mit der ersten Blüte hier unten. Mit dem dunklen Stellen. So, dann gebe ich den Pinsel ins Wasser und tupfe sofort ab. Und versuche jetzt hier das gleich ins Helle zu schattieren. Also ich wasche den Pinsel ab, aber tue ihn sofort abtupfen. Und ihr seht, hier lasse ich absichtlich einen Rand stehen. Da oben drinnen werde ich jetzt natürlich ganz dunkel. Ihr müsst schauen, dass ihr nicht zu feucht arbeitet. Jetzt mache ich das gleiche nur noch mit mehr Blau. Und ich werde dazu die Blüte jetzt befeuchten. Wenn ich die Blüte befeuchte, dann habe ich den Vorteil, dann wird die Farbe gleich mehr ineinander rinnen. Beim Befeuchten auch schauen, dass keine Lacken entstehen. So, und jetzt starte ich wieder unten, weil ich unten ja dunkler werden will. Und jetzt kann ich Folgendes machen. Jetzt nehme ich meinen Goldton und arbeite den von oben gleich so ein. Ihr seht auch eine sehr interessante
Variante. Sieht irgendwie schwungvoll aus. Und hier möchte ich jetzt kombinieren, und zwar, da ist ja jetzt alles ineinander geronnen, die Blätter sieht man jetzt nicht mehr so genau. Jetzt möchte ich nur mehr die einzelnen Blütenblätter feucht machen und dazwischen ein bisschen was freilassen, damit nicht alles ineinander rinnt. So, ich beginne wieder hier. Und auch wieder mit etwas Gelb. Das hat mir eigentlich sehr gut gefallen. So, sind jetzt alle drei eigentlich ganz schön geworden. Man muss nur warten, bis es trocknet. Was ihr auf keinen Fall machen sollt, das möchte ich jetzt hier unten noch demonstrieren. Und zwar die Blüte malen. Das ist jetzt gleich freie Hand. Und dann mit Wasser reingehen. Das ist das, was ich gesagt habe. Pinsel auswaschen und nicht abtropfen. Dann verdrängt ihr hier das Wasser. Dann will man vielleicht wieder dunkler werden. Mit Blau hinein. Oder doch vielleicht mehr Rot. Und dann beginnt alles zu schwimmen. Dann tupft man die Farbe ab, was ja grundsätzlich schon geht. Aber wieder mit Wasser, der feuchte Pinsel. Ihr seht, Wasser verdrängt dann die Farbe. Es kann schon sein, dass manchmal diese Effekte ganz gut sind, aber ich glaube hier für dieses Beispiel nicht. Also Farbe mischen und dann Pinsel auswaschen und abtupfen. Ganz wichtig. So, jetzt zu den Stielen. Dazu mische ich mir das Gelb mit dem Blau. Und ich gebe etwas Sienna gebrannt dazu. Dann bekomme ich ein schönes Grün. Die Stiele mache ich auch auf einer Seite heller, auf einer Seite und auf der anderen Seite dunkler. Und zwar lege ich hier jetzt einmal die dunkle Farbe an, dann wieder Pinsel gut auswaschen und abtupfen. Und mit den fast trockenen Pinsel lege ich dann hier die helle Farbe an. Mit fast keiner Farbe, sondern nur mit dem feuchten Pinsel. Ihr seht, hier ist auch schon zu viel Wasser, darum gibt es diese unschönen Ränder. Das kann schon manchmal passieren. Ich möchte euch jetzt noch die
Blattvariante zeigen mit dem Schrägbindel. Das ist so ein Schrägbindel. Mit dem kann ich sehr schön die Blätter malen. So, das Resümee für meine Blüten. Jetzt sind sie schon fast trocken. Die ist sehr genau koloriert. Kann ich jetzt natürlich, wenn das trocken ist, ganz wichtig, dann kann ich schon noch Veränderungen vornehmen. Ich werde hier auch jetzt eine Schicht mit Gelb drüber legen. Und das könnt ihr euch merken, immer warten, bis es trocknet. Dann kann man noch leichte Lasuren drüber legen. Das lasse ich noch trocknen. Und hier möchte ich euch zeigen, wie man, wenn das trocken ist, so einen unschönen Rand wegmachen kann. Er stört zwar hier jetzt nicht so massiv. Und zwar bearbeite ich jetzt genau dieses Blatt. Ich kann nicht nur an dieser Stelle arbeiten, ich muss das ganze Blatt befeuchten und wieder drüber gehen. Damit alles wieder nass wird und ineinander rinnt. Und auch hier werde ich noch eine gelbe Lasur drüber legen. So. Ich würde sagen, diese Blüte lassen wir so. Auch die ist jetzt gar nicht so schlecht geworden. Ja, also bevor ihr an ein großes Bild geht, solltet ihr solche Übungen machen. Ihr könnt auch verschiedene Farben dazu verwenden.